Dies hier ist das neue iPad Mini, das erste seit 3 Jahren und ich durfte es bereits einige Tage für euch ausprobieren. In diesem Video erzähle ich euch, was genau sich verbessert hat, was auf dem Wunschzettel weiterhin ganz oben steht und für wen das neue Mini interessant sein könnte. Ja, nach dem Aussehen war es so, als sähe ich einen alten Bekannten wieder. In der 12-jährigen Geschichte des iPad Mini gab es ja nur 2 unterschiedliche Aussehen und erst 2021, also beim Vorgängermodell dieses Geräts, gab es die erste und bislang größte Veränderung des kleinsten iPads. Wenig überraschend bleibt das iPad Mini der 7. Generation diesem Aussehen treu und das ist ja auch in Ordnung so, weil ich das Aussehen immer noch recht gut und modern finde. Alleine die Dicke des Rahmens ist so ein Punkt, wo ich bemerkt habe, dass ich durch das neue iPad Pro und vor allem das iPhone 16 Pro Max mit seinem dünnen Rahmen doch sehr verwöhnt bin. Ein rahmenloses Display oder zumindest dünnere Rahmen bleiben also weiterhin auf dem Wunschzettel. Ja, man muss schon sehr genau hinschauen oder aber in den Einstellungen nachgucken, um das neue Modell als solches zu erkennen. Oder aber man erkennt natürlich die neue Farbe, hier ist es das neue Blau, das neben dem neuen Lila zur Auswahl steht. Aber so wirklich ins Auge sticht die Farbe nun auch nicht. Das kennen wir ja schon vom iPad Air und seinem dezenten Farbton. Ja, und ein dunkles und ein helles Modell, die gibt es natürlich auch noch. Das kaum zu unterscheidende Aussehen hat aber sicherlich auch manchen Kommentator der ersten Stunden nach Bekanntgabe aufstöhnen lassen. Das soll es jetzt nach 3 Jahren Wartezeit schon gewesen sein? Doch nein, da gibt es schon noch einiges mehr zu erzählen und zu bewerten. Da ist allem voran das Herz des iPad Mini, der Prozessor. Laut Benchmarks ist es eine etwas abgespeckte Version des A17 Pro, den wir ja schon aus dem iPhone 15 Pro Max kennen. Und aufgrund eines GPU-Kerns weniger ist davon auszugehen, dass es jene Chips sind, die bei der Fertigung nicht die volle Kernzahl erreicht haben, also nicht ganz perfekt gelungen waren, die sich aber jetzt mit einem abgeschalteten Kern trotzdem wunderbar verwenden lassen. Und genau diesen Kompromiss, den sehen wir auch beim Blick in die Benchmarks. Da gibt es eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell, aber von der vollen Power des iPhone 15 Pro Max sind wir noch ein kleines Stück weit entfernt. Es ist aber in der Realität ein eher marginaler Unterschied. Und ja, die M-Prozessoren des iPad Pro, die sind wirklich noch meilenweit entfernt, wenn wir von diesem iPad Mini ausschauen. Selbst ein iPad Pro mit M1, was ja nun auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, ist bei der GPU oder CPU immer noch deutlich weiter vorn. Wenn wir das Vorgängermodell als Bezugsgröße auswählen, sehen wir eine doch spürbare Steigerung sowohl bei Single-Core als auch Multicore-Scores. Wir sehen auch eine Verdopplung des Arbeitsspeichers gegenüber der Vorgängergeneration. Also die 8 GB, die da jetzt eingebaut sind, die lassen es natürlich gleich bei vielen klingeln. Genau, das haben wir ja beim iPhone jetzt auch bekommen und das ist die Apple Intelligence. Das ist dafür nötig, damit Apples neue KI-Funktion, die wir Europäer auf dem iPad aber so bald noch nicht erblicken werden, damit die funktioniert. Aber kein Grund zum Kummer. Mit mehr RAM lässt sich nämlich noch einiges mehr anfangen als nur KI. Auch Multitasking funktioniert damit besser und flüssiger, weil Apps ja im Speicher bleiben können und müssen nicht rausgeschaufelt und beendet werden. Video- und Grafikbearbeitung funktionieren damit auch besser und der Browser, ja, der freut sich auch darüber, wenn er ein bisschen mehr Arbeitsspeicher bekommt und dann entsprechend für seine offenen Tabs verwenden kann. Also es ist nicht die schlechteste Verbesserung für ein Gerät, das sich zum Beispiel ja gerade zum Couchsurfen empfiehlt. Und dann sind da natürlich die verbesserten Grafikfähigkeiten der GPU, die es, wie hier zum Beispiel beim Spieletitel Myst, dann ermöglichen, sehr flüssig durch diese Spielewelt zu gehen. Final Cut Pro und Logic Pro, da bekam ich die Frage im Vorfeld gestellt, direkt nach der Bekanntgabe, was ist denn damit eigentlich mit den iPad-Versionen, die rausgebracht wurden? Die funktionieren übrigens gut darauf. Auch DaVinci Resolve und LumaFusion, die lassen sich super einsetzen. Für den Stage Manager hat es trotzdem nicht gereicht, aber vielleicht ist auch einfach zu wenig Platz dafür auf dem Bildschirm. Es gab ja da diesen interessanten Vorschlag, dass man vielleicht ein externes Display hier an dieses iPad Mini anschließen könnte und dann hätte man auch den Stage Manager. Von der Prozessor-Power, die da drin steckt, könnte das Teil das mittlerweile spielen. Beim Display ist nämlich ansonsten alles beim Alten geblieben. Es ist weiterhin 8,3 Zoll groß und ja, über den dicken Rahmen sprachen wir ja schon. Auch die 500 Nits Helligkeit sind gemessen an den 1000 Nits beim neuen iPad Pro nicht gerade rekordverdächtig.
Die im Netz am meisten diskutierte Frage ist allerdings die, ob das sogenannte Jelly Scrolling fortbesteht. Hinter der Bezeichnung, da verbirgt sich ein uneinheitlicher Bildaufbau, der beim Scrollen sichtbar wird. Konkret heißt das, die eine Seite des Bildes, die baut sich dann schneller auf als die andere. Und das führt zu einem wabbeligen Effekt, den aber längst nicht jeder sieht. Das ist so ein bisschen wie das Thema 120 Hertz, wer das denn tatsächlich bemerkt. Und Apple hat es in der Vergangenheit als normal beschrieben, dass das so sei. Das sieht dann so aus, ich habe jetzt hier mal ein YouTube-Video herausgesucht, wo jemand das dann mit normaler Wiedergabe und verlangsamter Wiedergabe mal aufgezeigt hat, wie das beim Vorgängermodell aussah. Nun waren die Hoffnungen auf Besserung nach Bekanntgabe des neuen Mini nicht gerade sehr hoch. Schließlich ist es ja auch bei der Bildwiederholrate von 60 Hertz geblieben und wie gesagt, das Display scheint ja in vielerlei Hinsicht gleich geblieben zu sein. Wir schauen aber trotzdem mal nach und deshalb hier der Eigenversuch. Zunächst einmal bei normaler Geschwindigkeit. Dann bei halber Geschwindigkeit. Und jetzt bei 25%. Vielleicht habt ihr es selber festgestellt, im Ergebnis habe ich beim neuen iPad Mini diesen besagten Effekt, dieses Jelly Scrolling, so nicht feststellen können. Natürlich fand das Ganze aber hier nicht unter Laborbedingungen statt. Andererseits, es sticht hier aber auch nichts ins Auge. Ja, aber apropos alles beim Alten, sprechen wir über die Kameras. Und ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, deshalb filme ich diesen Abschnitt des Videos mit der Kamera des iPad Mini. Wir haben die gleichen 12 Megapixel Kameras eingebaut, hinten mit der Blende f1,8, vorne mit der Blende f2,4. Videos, die können mit 4K Auflösung aufgenommen werden. Der neue Prozessor, der eingebaut ist, der ermöglicht Smart HDR4. Das heißt, dadurch wird dann mehr rausgeholt aus dem verfügbaren Licht. Aber machen wir uns nichts vor, diese Kamera ist definitiv nicht für YouTube-Videos gedacht oder aber für Insta-Fotografen. Also lassen wir es mal besser sein. Sie ist aber vor allem für Zweckfotografie notwendig, wie etwa zum Beispiel das Einscannen von Dokumenten oder beim Optiker, da wurde mein Kopf mal mit einem iPad Mini abfotografiert, um mit einer Messbrille die Maße zu erfassen. Und dafür ist die Kamera weiterhin gut genug. HDR sorgt dafür, dass das auch bei schwierigen Lichtverhältnissen noch etwas besser gelingt. Und jetzt gucken wir uns mal so ein paar Beispielbilder an im Vergleich zu der Kamera des iPhone 16 Pro Max. Einmal ein Foto, hier mit dem 16 Pro Max. Und zum Vergleich das iPad Mini. Und hier nochmal ein Video, auch hier erstmal das 16 Pro Max und dann das iPad Mini. Und hier jeweils beide dann einmal nebeneinander. Jetzt haben wir aber endlich einen Punkt, wo sich wirklich etwas deutlich verändert, nach dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher. 2021 war das iPad Mini ja im Zuge seines Redesigns auf den Pencil der zweiten Generation umgestellt worden. Und jetzt gibt es einen erneuten Wechsel, nämlich auf den Apple Pencil Pro, der im Mai mit dem iPad Pro M4 vorgestellt wurde. Es geht aber auch der Apple Pencil mit USB-C, der sich ja immer mehr zum Generalisten entwickelt, über alle iPad-Modelle hinaus. Im Unterschied zum Apple Pencil 2 bietet der 150 € teure Pencil Pro einige neue Funktionen. Dies sind dann zum einen Beispiel haptisches Feedback oder Rotation und die Squeeze-Funktion an der Stiftspitze, mit der ihr in Apps eine Werkzeugpalette aufrufen könnt. Es gibt auch tatsächlich immer mehr Apps, gerade so aus dem künstlerischen Bereich, die es unterstützen und jetzt mit dem iPad Mini auch ein Gerät mehr, das den Pencil Pro dann unterstützt. Für mich ist eigentlich völlig logisch, dass dieser Schritt jetzt gegangen wird, auch wenn natürlich jene Nutzer, die nach einem früheren iPad Mini auch das im Jahr 2021 gekauft haben, jetzt natürlich möglicherweise den dritten Stift in Folge erwerben müssen. Gute Nachrichten gibt es in Sachen Speicher. Vorher hatten wir Ausstattungen mit 64 und 256 GB. Jetzt neu geht es bei 128 GB los und es gibt Optionen für 256 und 512 GB. Das ist doch mal eine zeitgemäßere Basisausstattung, die ja sogar im kleinsten Modell für einige reichen könnte. Aber ja, das war auch schon ziemlich überfällig geworden. Noch ein Blick auf weitere Daten. Das neue iPad Mini hat Wi-Fi 6E statt 6, sprich ihr könnt bei entsprechendem Router das 6 GHz Band mitnutzen. Das gibt eine geringe Latenz bei Netzwerkverbindung und mehr Tempo. 5G gibt es wie gehabt per eSIM gegen Aufpreis dazu. Biometrisches Aufschließen, das funktioniert weiterhin über Touch-ID im Power-Button. Face-ID mit Gesichtserkennung wurde auch in diesem iPad Mini nicht verbaut.
Etwas erhöht wurde auch die Übertragungsrate am USB-Anschluss, und zwar jetzt mit USB 3 auf 10 Gigabit pro Sekunde. Gerade für das Übertragen von großen Medien sehr hilfreich. Die Akkulaufzeit liegt weiterhin bei ca. 10 Stunden, das entspricht dem Vormodell. Ebenso das Gewicht, 293 Gramm beim Wi-Fi-Modell, 297 bei der Mobilfunk-Variante. Ja, und es gibt weiterhin Stereo-Lautsprecher und 2 eingebaute Mikrofone. Auch da hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, es gibt kein Netzgerät mehr in der Packung. Das müsst ihr also selbst haben oder eines kaufen. Glücklicherweise hat Apple ja als Anschluss USB-C. In den meisten Fällen dürften im Haushalt entsprechende Netzteile vorliegen. Und als Zubehör gibt es übrigens noch passende Smartfolios, wie zum Beispiel dieses hier in Jeansblau, passend zu dem Blauton des iPads, was ich jetzt hier habe. Aber jetzt Butter bei die Fische. Für wen ist dieses iPad Mini besonders interessant? Nun, es ist nicht unbedingt für Besitzer der 6. Generation ein Must-Have, sofern sich nicht aus einzelnen Verbesserungen ein bestimmter Use Case ergibt. Meiner Meinung nach ist es interessant für alle, die erstmals ein Mini kaufen oder von einer früheren Generation kommen, weil die Vorteile dann doch erheblich größer sind, plus eben das Redesign der letzten Generation. Wer so einen Sprung macht, der überspringt dann ja auch rasch mal den Pencil der 2. Generation. Da gibt es dann also auch kein Problem damit, dass man jetzt einen Pencil da liegen hat und muss schon wieder einen neuen kaufen mit dem Pencil Pro. Preislich fügt sich das Mini wie bislang in Apples Preismatrix ein. Los geht es bei 599 €. Bei Maximalausstattung mit 512 GB und 5G landen wir bei stattlichen 1.149 €. Die Schweizer, die bleiben aufgrund des günstigeren Wechselkurses knapp unter der 1000 Franken Grenze bei maximaler Ausstattung mit 949 Franken. Los geht es bei 499 Franken. Auf den Preis gibt es 2 Blickwinkel. Wenn wir jetzt gemessen an Android-Geräten gleicher Größe mal dran gehen, die gibt es ja schon für 100 bis 150 €. Da lässt sich das Apple da das Mini recht gut bezahlen. Im Apple-Universum selbst ist es allerdings deutlich günstiger als ein größeres Apple-Smartphone und, solange das Standard-iPad nicht auch aktualisiert wird, ist es der vorerst günstigste Einstieg in die Apple Intelligence, wenn sie denn mal nach Europa kommt. Aber das ist ein Thema, das wir in anderen Videos hier thematisieren. Insgesamt bringt Apple also das iPad Mini in 2 Disziplinen auf den neuesten Stand. Beim Prozessor und Arbeitsspeicher auf der einen Seite sowie beim Apple Pencil Pro. Dass die Erwartungen einiger nach einem Aktualisierungsintervall von insgesamt 3 Jahren natürlich höher waren, ist, finde ich, nur allzu verständlich. Entsprechend kann man sagen, Apples Bekenntnis zum iPad Mini ist passend zur Größe tatsächlich auch nur ein kleines. Sicher ist es aber nicht das kleinstmögliche. Doch der Wunschzettel für die Zukunft bleibt trotzdem lang. Aber immerhin, Modellpflege des Mini gab auch schon mal mehr Anlass zur Sorge. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ja, was soll ich jetzt machen? In jedem Fall rate ich Kaufinteressierten dazu, die jetzt noch gar kein Mini besitzen oder von einer sehr viel früheren Generation kommen, sich jetzt nicht mehr die 6. Generation, also das Vormodell, zu kaufen, auch wenn es jetzt im Einzelhandel sicherlich gute Angebote geben sollte. Denn das Thema KI ist eine Zäsur in der Apple-Gerätewelt und volle Zukunftsfähigkeit gibt es eben nur mit dieser Ausstattung dieses neuen iPad Mini. Mein erstes iPad Mini aus dem Jahre 2012 ist übrigens immer noch am Leben. Die Schwiegereltern können sich nicht davon trennen, benutzen das zum Fotos gucken und im Internet surfen, obwohl viele Apps gar keine Updates mehr bekommen und natürlich auch das Betriebssystem in der Vergangenheit eingefroren ist eigentlich nicht so empfehlenswert, aber ist schon sehr beeindruckend, dass das überhaupt noch geht. Aber warum erzähle ich euch das? Nun, als Handschmeichler, Couch-Tablet und E-Reader hat das iPad Mini mich in den vergangenen Tagen gleich wieder in den Bann gezogen, obwohl ich jetzt eine ganze Weile das nicht mehr verwendet habe. Und ich denke, es ist vermutlich diese Faszination, die Apples Tablet auf kleiner Flamme weiterköcheln lässt. Habt ihr Fragen zum iPad Mini? Habe ich was vergessen? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich antworte entweder dort oder wir machen nochmal ein Video dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Likes und über Abos, so verpasst ihr nebenbei auch kein Video in diesem Kanal. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss von der Nordsee.